Es ist eine absolute Erfolgsgeschichte. Sie sind die erfolgreichste deutsche Band mit englischen Texten. Milky Chance! Alter Schwede, eben noch in der Abi-Prüfung, jetzt auf der großen Showbühne. With the song Stolen Dance, Milky Chance. Auf einmal melden sich Leute aus aller Welt, Leute aus New York, kommen nach Kassel gefahren. Also wir sind ja jetzt nicht berühmt. Wir haben einfach Dinge gemacht und waren zu der Zeit am richtigen Ort. Wir haben uns nie wirklich vorgestellt, wie es dann wäre, wenn wir jetzt irgendwie Erfolg haben oder so. Wir haben einfach nur die Mucke bei YouTube hochgeladen und haben dann irgendwann beim Weintrinken uns gesagt, wir machen mal ein Label. Und auch nur aus Spaß. So, oh krass, jetzt geht's wieder los. So, und man kann wieder Live-Konzerte spielen. Das war jetzt hier bei der Europatour auch auf jeden Fall ein ähnliches Gefühl. Also Live-Musik machen war schon immer das Beste. Ja, um ehrlich zu sein, hatte ich vor der Tour irgendwie auch ein bisschen Schiss, weil wir gar nicht mehr in diesen Touren so drin waren. Es war eine lange Pause davor. Und dann weiß ich eigentlich noch, dass die Tour, wenn ich immer da hingeguckt habe, dachte ich so, ach du Scheiße, Alter, das ist jetzt ein Brett. Jetzt ist man hier zweimal 5 Wochen unterwegs. Ein komischer Potpourri aus. Vieles ist sehr gleich, weil man natürlich eigentlich doch jeden Tag das Gleiche macht. Und trotzdem irgendwie in einem extremen adrenalinlastigen Feuerwerk. Ab jetzt nur noch eine Boxershot, den Rest der Tour. Ich hab auch noch 2, 3 Guys, I'm gonna see you in like 3 hours. Oh goodness! Oh goodness! I'm so happy. Like I'm listening to you since like I don't know. I have like maybe 15 years old. I'm 21 now. Guys, I love you. Like really. Oh my goodness, that's crazy. Okay, so see you later. Yeah, see you later. Thank you. Oh goodness, can I have a photo with you? Yeah, sure. Oh great, I'm like trembling. Oh goodness, crazy. Oh, is someone just like can? Yeah, someone can take it. Oh goodness, that's crazy. Oh yeah, thank you. Thank you so much. Oh my god. Oh, it's crazy. Oh yeah, two. Oh, perfect. Okay, Don't tell your code, it's on camera. Okay, everybody's smiling. Yeah. One, another one. Perfect, we have it. Oh goodness. Oh guys. Oh goodness. Okay, see you later. See you later. Bye. Just their vibes. Like I love all their what they're just like creating. I mean, at first they were just like doing more acoustic things, and now it's more electro. So yeah, I love. They're just like evolving, and I love what they're doing.
Ils sont un peu particuliers, ils ont un style très... Et ça sent qu'il y a un peu trop de créativité en fait, au niveau de l'instrument, de la composition des chansons et tout ça. C'est pour ça que je les kiffe trop. Pourquoi j'aime ? J'ai découvert ça, je trouvais ça incroyable, j'écoute. Et puis voilà pourquoi j'aime. Leurs sons sont trop cool. Donc voilà. Je viens du Maroc en fait, et ça fait que 3 ans que j'habite en France. Et au Maroc, ils sont hyper connus en tout cas. Ah oui ? Oui. Ils ont fait le gros succès après Stone and Dance, et c'est là où ils étaient connus, ils sont toujours connus au Maroc, et donc ouais. Et en France quand même, ils sont connus, je pense que oui. Ouais. Da, wo die Socke oder was? Die Bühne ist da. Die Bühne ist da. Ach, die Bühne ist da! Oh! Ah, die Bühne ist da! Ich meine, der Anfang ist ja immer super aufregend. Es ist immer dieser Neustart, neue Setlist, neue Songs, wie kommt es an? Man war 2 Jahre nicht dort in der Stadt. Wie entwickelt sich das Publikum? So, ne? Das ist immer super. Und die Stimmung ist dementsprechend hyped am Anfang natürlich, ne? C'était fantastique d'être avec vous, les gars. Je suis très très content d'être à Paris. Je crois qu'aujourd'hui, ça va être incroyable pour vous. Merci. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Allez, les bleus. 2, 3, hey! Allez, les bleus. Allez, les gars. Jetzt. Komm. Hey. Da gab es keine Absperrung vorne, die Leute waren auch pumped, die hatten richtig Bock und man hat schon direkt bei den ersten 2 Liedern gemerkt, dass richtig Energie da. Ich glaube, da war eine extrem gute Energie in dem Raum. Die war sehr gebündelt. Wir waren, glaube ich, extrem auf einer Frequency und ich glaube, wir haben alle zusammen den Abend extrem genossen. Da gesondert natürlich nochmal irgendwie war das so eine Kirsche oben drauf, weil das halt in dem Bataclan war, wo der Anschlag passiert ist, dass das natürlich nochmal symbolisch sehr stark war, ne? Dass sowas da stattfindet und quasi so dem Dunklen so eine Stirn bietet. So, das war natürlich irgendwie, hat einem auch auf jeden Fall Gänsehaut gegeben. So, das war schon besonders.